Sind Sie bereit für adrenalingeladene Verfolgungsjagden? Die Polizei hat diesmal wirklich alle Hände voll zu tun. Ein betrunkener junger Fahrer überfährt mit seinem Auto eine auf dem Boden liegende Frau. Ein anderer Fahrer springt in sein Auto, während er von der Polizei in einem Hotel gesucht wird und beginnt zu fliehen. Das und mehr gibt es gleich zu sehen. Bleiben Sie dran, los geht's! Was mittags wie eine routinemäßige Geschwindigkeitskontrolle aussah, entwickelte sich innerhalb weniger Minuten zu einer tödlichen Verfolgungsjagd mit Geschwindigkeiten von bis zu 135 Meilen pro Stunde. Der graue Mercedes GLC, der in westlicher Richtung fuhr, wurde mit 92 Meilen pro Stunde in einer 60 Meilen pro Stunde Zone vom Radar erfasst und hatte fast vollständig getönte Scheiben. Als die Streife sich dem Fahrzeug von hinten näherte, um es anzuhalten, gab der Fahrer Gas und raste auf der SR 408 über den Seitenstreifen zwischen anderen Fahrzeugen hindurch. Der Mercedes schoss mit über 100 Meilen pro Stunde durch den Verkehr und verursachte mehrere Beinahe-Unfälle. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. Während der Verfolgungsjagd erreichte die Geschwindigkeit 135 Meilen pro Stunde und das Fahrzeug schlitterte von Spur zu Spur und vermied nur knapp mehrere Zusammenstöße. In der Nähe der 7-Meilen-Markierung der SR 408 verlor der Mercedes die Kontrolle, schleuderte gegen eine Betonbarriere und konnte aufgrund der Beschädigungen nicht mehr beschleunigen. Als die Teams versuchten, das Fahrzeug anzuhalten, betätigte der Fahrer die Bremse und zwang das hinter ihm fahrende Streifenwagen zu einem Bremstest, wodurch die geplante PIT-Intervention ausgelöst wurde. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle, prallte gegen die Leitplanke und kam auf der rechten Spur an den Leitplanken zum Stehen. Der Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und versuchte zu Fuß zu fliehen, musste sich jedoch kurz darauf ergeben.
Der Verdächtige wurde später als Darius Demetrius Lowe identifiziert und es wurde bestätigt, dass er bereits wegen Flucht vor der Polizei verurteilt worden war und sich im Status Inmate Release befand. Bei seiner Festnahme wurden in seiner Tasche 27 Tabletten, bei denen es sich vermutlich um Fentanyl handelte, und insgesamt 3.877 $ in bar gefunden. Im Fahrzeug wurden außerdem ein Feuerzeug im Glock-Design und 2 kleine Päckchen Marihuana sichergestellt. Das Ereignis, das sich um 3:30 Uhr morgens auf einem dunklen Abschnitt der US 301 ereignete, entwickelte sich zu einem der erschütterndsten Fluchtfälle Floridas. Eine 49-jährige Frau wurde beim Gehen am Straßenrand von einem Fahrzeug erfasst und starb noch am Unfallort. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Körper des Opfers zerfetzt wurde. Die Florida Highway Patrol und die Einsatzkräfte aus Pasco County hatten gerade mit der Untersuchung des Unfallortes begonnen, als sich der Albtraum erneut wiederholte. Ein silberfarbener Chevrolet Pickup, Baujahr 2005, raste mit voller Geschwindigkeit auf den Unfallort zu. Am Steuer saß der 23-jährige Andrew Thomas Krumm. Er ignorierte die Anweisungen der Polizei, fuhr über die am Boden liegenden Körperteile hinweg und floh, ohne auch nur ansatzweise langsamer zu werden. Nach diesem schrecklichen Moment begann eine Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit. Während die Streifenwagen versuchten, Krumm auf der US 301 zu fassen, war der Mann sowohl betrunken als auch äußerst aggressiv. Die Verfolgungsjagd dauerte lange auf einer holprigen Waldstraße an. Da der Fahrer betrunken war, fuhr er sehr gefährlich. Außerdem machte die lange Liste der Straftaten des Fahrers die Verfolgungsjagd noch aggressiver.
Der Trooper, der lange Zeit über Funk nach einem geeigneten Zeitpunkt für ein Eingreifen gesucht hatte, machte schließlich seinen Zug. Der Polizeibeamte, dessen Fahrzeug ebenfalls in den Wald gefahren war, konnte wieder auf die Straße zurückkehren. Der angehaltene Krumm wurde festgenommen und die Liste seiner Straftaten war endlos. DUI, schwere Körperverletzung gegenüber einem Polizeibeamten, Flucht, Verlassen des Tatorts und Freiheitsberaubung waren nur einige der zahlreichen schweren Vorwürfe. Krummens Vergangenheit war ebenso düster wie der Vorfall selbst. Er war innerhalb von 4 Jahren 8-mal in Pasco County festgenommen worden. Während in den USA bei solchen tödlichen Hit-and-Run-Unfällen aggressive Manöver wie PIT bevorzugt werden, um die Verfolgung schnell zu beenden, werden in Deutschland in der Regel Absperrungen und Langzeitverfolgungen eingesetzt. Was wäre also der richtige Weg gewesen, um einen flüchtenden Fahrer nach einem so schrecklichen Vorfall zu stoppen? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um keine weiteren spannenden Polizeifälle zu verpassen. Am 5. November 2023 wurde eine Bolo-Meldung veröffentlicht, wonach ein grüner Infiniti i30 mit Georgia-Kennzeichen aus dem Jahr 1999 in der Gegend gesehen worden sei. Es war bekannt, dass das Fahrzeug von Richard Colwell gefahren wurde, der in Cobb County wegen schwerer Körperverletzung gesucht wurde. Daraufhin begannen die Einsatzkräfte mit der Suche im Bereich East-West Connector und Powder Springs Road. Währenddessen meldete Lieutenant Easter, dass er das gesuchte Fahrzeug auf dem Parkplatz des Holiday Inn in 3741 Tramore Point Parkway gefunden habe. Als sie am Tatort eintrafen, stand das Fahrzeug leer auf dem Parkplatz und es wurden Gespräche mit den Hotelmanagern aufgenommen, um die Identität des Fahrers zu bestätigen. Während der Gespräche kam jedoch die Information, dass das Fahrzeug losgefahren war und als die Teams nach draußen gingen, sahen sie, dass es sich bei dem Fahrer um Richard Colwell handelte. FTO Lake und Officer Weldon gaben lautstark die Aufforderung zum Anhalten, aber Colwell ignorierte diese Anweisungen und verließ den Parkplatz. Nach der Flucht schaltete Lieutenant Easter die Blaulichter und Sirene ein und nahm die Verfolgung auf, während das Fahrzeug auf dem East-West Connector mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Westen fuhr. Während der Verfolgungsjagd führte Colwell gefährliche Manöver durch, wie zum Beispiel das Verlassen der Fahrspur, das Zickzackfahren im Verkehr und das Überqueren der Mittelstreifen in die Gegenfahrbahn.
Als er auf die Austell Road in Richtung Norden abbog, verlor Caldwell bei einem fehlerhaften Spurwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Streifenfahrzeug von Lieutenant Easter. Das Fahrzeug schleuderte auf den Parkplatz der 3911 Austell Road und kam erst zum Stehen, nachdem es ein weiteres Fahrzeug gerammt hatte. Hands up now! Hands up, you're gonna get bit! Hands up! Crawl out to me now! Crawl out with both hands up! Shut up and crawl out! Crawl out! Crawl out! Crawl out now, I'm gonna get you the... Great, go straight down! Straight down! Crawl to me now! Hey, back up this way, back up! Crawl to me! Keep crawling! Keep crawling! My back! My back! Shut up! Keep crawling! My back! Keep crawling and shut up! Put your fucking hands in front of you! My back! Keep Put your crawling! hands in front of you! Hey, Is anybody else in the car? no one's else in the car. Hey, Anybody else in the car? Hey, Nachdem das Fahrzeug zum Stehen gekommen war, forderten Polizeibeamte Caldwell mündlich auf, auszusteigen. Caldwell stieg aus dem Fahrzeug aus und legte sich auf den Boden, kam jedoch wiederholten Aufforderungen, seine Arme seitlich auszustrecken, nicht nach. Aus diesem Grund setzte Officer Davis einen Taser ein, um Caldwell durch neuromuskuläre Lähmung außer Gefecht zu setzen, woraufhin Caldwell sicher in Gewahrsam genommen werden konnte. Caldwell wurde aufgrund von Rückenschmerzen von Puckett EMS ins Cobb Hospital gebracht und nach der Untersuchung von Officer Weldon in das Cobb County Adult Detention Center überstellt. Anschließend wurde ein Haftbefehl mit der Nummer 23W 4204 ausgestellt. Und gegen Caldwell wurden Verfahren wegen Flucht und Ausweichen, Behinderung und schwerer Körperverletzung eingeleitet. What the point takes me? Ah! airplane. Don't kill me! You can kill me! Oh, fucking fuck, stop! God damn it! What the point takes me? 3512-1. Shut the fuck up! That shit's unnecessary! Hey, 3512, revise your traffic. 1015. We're careful. Approach the Brownsville Road. Copy that. Am 9. April 2024 gegen 13:30 Uhr wurde vom Clayton County Communication Center eine Fahndungsmeldung herausgegeben. Der Aufruf bezog sich auf einen Dodge Durango, der von dem Verdächtigen eines schweren Überfalls, Schuss auf eine Person in Atlanta und einem anschließenden Mord verwendet worden war. Während die Einsatzkräfte das Gebiet absuchten, entdeckte die Polizei von Forest Park das Fahrzeug, als es die Quick-Trip-Tankstelle am Forest Parkway verließ und wollte es anhalten. Der Fahrer entschied sich jedoch zur Flucht. He's going to be crossing back over, going southbound on standby. I believe he's going to be coming towards Thurman and Grant. Sheriff want to make that left. Southbound on Thurman Road, approaching Jonesboro Road, speeds about 90 miles per hour. Still going southbound Thurman Road. He almost wrecked to a yellow Chevy Cobalt. Stand by. In the back of the county radio. Thurman Road, stand by cross street. Old County Road, southbound, speeds about 90. Light traffic. Coming into a work zone currently. We're gonna be at Thurman Road, coming to Jonesboro now. Northbound on Jonesboro Road. Northbound on Jonesboro Road. Stand by for cross street, coming up the County Road.
middle lane of traffic. Back over to the right lane. Forest Parkway, direction Jonesboro Road, coming up towards 285 now. 45 lane right now. Speed's about 90 in lane number 2. Radio, we got a GSP unit out with it currently. Northbound, just crossed over 25, middle lane of traffic, speeds about 90 miles per hour. Copy that. Copy that. Der Fahrer bog auf den Highway 42 ab und begann in Richtung Norden zu fliehen. Das hinter ihm fahrende Streifenfahrzeug schaltete Blaulicht und Sirene ein. Doch der verdächtige Wagen erreichte eine Geschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde, fuhr auf die südliche Fahrbahn und gefährdete den Verkehr. Obwohl er kurzzeitig auf die richtige Fahrbahn wechselte, fuhr er erneut in falscher Richtung weiter und setzte die Verfolgungsjagd fort. Copy that. Bat 6 GSP is lead on the pursuit. We're gonna be Jonesboro Road, northbound passing Cleveland Avenue. Speeds about 90 miles per hour, lane number 2, medium traffic. Der Fahrer verlor beim Einfahren in eine Kurve auf der Jonesboro Road die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Strommast und schleuderte in ein Waldstück in der Nähe der 2267G Jonesboro Road. Hands! Hands! I'm over 6, I'm over 6. Hey, hey, go that way, hey! Hands! 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 You got a shield? Yeah, Hands! Hands! Let me see your hands! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Driver! Hands! Hands! Put your hands up! I got you. Get out the car! Call! Get out! I got He just killed himself. He did. Nachdem das Fahrzeug nach dem Unfall zum Stillstand gekommen war, näherten sich die Einsatzkräfte mit gezogenen Waffen. Es wurden mündliche Befehle erteilt. Der Fahrer öffnete zunächst die Beifahrertür ein Stück weit. Als die Tür geöffnet wurde, wurde der Fahrer aufgefordert, seine Hände zu zeigen. In diesem Moment fiel der Kopf des Fahrers plötzlich nach vorne und es war zu sehen, dass Blut aus seinem Kopfbereich floss. Der gesamte Vorgang wurde von der Axon-Körper- und Fahrzeugkamera des Beamten aufgezeichnet. The rear appears to be clear. Anybody got gloves? I got some. Let me go grab some. Hey, come by. Let me. Vergessen Sie nicht, sich für weitere Videos anzumelden und Kommentare zu hinterlassen.